Hallo, ich bin Christopher von iDoc und heute zeige ich dir, wie du die Frontkamera des iPhones selbst austauschen kannst. Für die Reparatur solltest du etwa 30 Minuten einplanen und sie ist etwas schwieriger, da das Display so stark verklebt ist. Das folgende Werkzeug benötigst du: einen Pentalobe-Schraubendreher, einen Philips-Schraubendreher, einen 3-Point-Schraubendreher, einen Saugnapf, ein Plektrum, eine Pinzette, einen Stahlspatel und einen Spatscher. Außerdem benötigst du noch einen Heißluftföhn, da das Display so stark verklebt ist. Außerdem empfehle ich dir unsere Magnetmatte, damit du die Schrauben bei der Reparatur ordentlich wegsortieren kannst. Die genannten Werkzeuge findest du in unserem Online-Store. Solltest du an einer Stelle nicht weiterkommen, nutze die bebilderte Anleitung. Wenn du Fragen hast, kannst du die über die Kommentarfunktion stellen. Ich wünsche dir viel Spaß bei der Reparatur. Bevor ich mit der Reparatur beginne, schalte ich das Gerät aus, damit ich keine Kurzschlüsse im Gerät verursachen kann. Bevor ich das Gerät öffnen kann, muss ich noch die beiden Pentalobe-Schrauben, die links und rechts von der Ladebuchse liegen, entfernen. Ich möchte jetzt das Display des iPhone 7 Plus öffnen. Dafür muss ich natürlich mit der Heißluftpistole den Klebstoff erwärmen, damit dieser leichter zu lösen ist. Vor dem Öffnen des Displays muss ich noch ganz stark beachten, dass auf der Seite Kabel sind. Da darf ich also mit dem Plektrum nicht zu stark unter das Display stechen. Und hier oben ist das Display wie gewohnt eingehakt. Auch wenn es nach rechts aufgeklappt wird, muss ich das Display erst ganzseitig lösen, dann etwas runterziehen und dann aufklappen. Ich setze jetzt also den Saugnapf am unteren Ende des Displays an, ziehe daran und versuche gleichzeitig mit dem Plektrum zwischen Display und Gehäuse zu kommen. Das geht hier bei dem iPhone 7 Plus etwas schwerer, weil man einen stärkeren Klebstoff benutzt als vorher bei den anderen iPhone-Modellen. Dennoch ist es keine unlösbare Aufgabe. Man muss einfach nur das Plektrum am gesamten Display entlang führen. Jetzt aber nicht so wie gewohnt bei den anderen vorherigen iPhones aufklappen, sondern hier oben noch weiter lösen und das Display etwas, weil es hier oben an der Ecke eingehakt ist, etwas nach unten schieben. Das ganze Display ist jetzt gelöst und ich kann, nachdem ich den Saugnapf entfernt habe, das Display aufklappen, das dann etwas so hinlegen, dass es halb auf dem Rand liegt, damit die Kabel nicht beim Umklappen zerreißen, und dann kann ich es aber schön aufklappen. Ich möchte jetzt das Display lösen und dafür muss ich bei diesen 4 3-Point-Schrauben beginnen, die das Blech halten, unter dem die Kontakte liegen. Wenn dann die Schrauben lose sind, kann ich das Blech einfach abheben. Ich löse jetzt die folgenden Kontakte. Ich beginne mit dem Akku, um bei der Reparatur Kurzschlüsse oder Schäden durch Kurzschlüsse zu vermeiden. Danach löse ich den Displayanschluss für Touchscreen und wie gesagt Display. Und als letztes löse ich den Kontakt für den Home-Button. Danach muss ich jetzt noch den Kontakt für die Hörmuschel und Frontkamera freilegen, damit auch das Display wirklich komplett entfernt werden kann. Diese Kontakte sind wieder mit 3 3-Point-Schrauben und einem Blech gesichert. Sind die Schrauben gelöst, kann ich das Blech ganz einfach entfernen. Jetzt ist der Kontakt auch freigelegt und ich trenne diesen mit dem Spatscher vorsichtig von der Platine. Als nächstes entferne ich dann das Display komplett. Die Hörmuschel ist mit einem Blech und 5 Schrauben gesichert. Nachdem ich die Schrauben gelöst habe, kann ich das Blech abheben, die Frontkamera etwas zur Seite legen und danach die Hörmuschel entfernen.
Ich will jetzt die Frontkamera mit all den Sensoren, die sich daran befinden, entfernen. Und das Ganze ist am Display verklebt. Ich beginne hier mit dem Annäherungssensor. Dieser sitzt in einer Führung. Also etwas vorsichtig mit der Pinzette drunter gehen, um dann nicht den Sensor oder die Führung abzureißen. Das Ganze ist halt wie gesagt verklebt und deswegen nicht allzu einfach. Danach arbeite ich mich von der anderen Seite vor und versuche zuerst das gesamte Flexkabel vom Display zu lösen. Hier sitzt dann auch ein Mikrofon, das mit gelöst werden kann. Und weil ich dort vorangekommen bin, löse ich hier die 4 goldenen Kontakte für die Hörmuschel von dem Displayrahmen. Ja, das geht halt ganz vorsichtig und schrittweise. Ich möchte ja das Flexkabel nicht einreißen. So, jetzt habe ich alles gelöst und kann es entfernen. In diesem Schritt setze ich das Frontkameraflex wieder an. Dafür muss ich natürlich alle Flächen wieder mit dem Rahmen verkleben. Ich beginne mit den Kontakten für die Hörmuschel. Dort sind nämlich 2 Nasen. Das hilft dann schon mal bei der Positionierung. Dann drücke ich hier das Mikrofon auf die Fläche und danach wird es ein bisschen knifflig. Setze ich zuerst den Annäherungssensor wieder ein. Das Kabel muss dafür nämlich zweifach geknickt werden. Und wenn dieser sitzt, kann der Lichtsensor, also Helligkeitssensor, in die Führung eingesetzt werden. Danach folgt dann die Hörmuschel. Die hat 4 goldene Federkontakte, die auf die 4 goldenen Kontakte hier geführt werden müssen. Und zusätzlich muss natürlich die Öffnung des Lautsprechers durch die Öffnung im Displayrahmen geführt werden. So, da das gefedert ist, liegt die Hörmuschel nicht plan auf und deswegen muss man das Ganze festhalten, wenn dann die Kamera in die Führung gebracht wird. Danach weiter festhalten, um das Blech, was das Ganze dann zusammenhält, aufsetzen zu können. Auch dieses weiterhin festhalten und dann mit einer Schraube fixieren. Ist die erste Schraube angezogen, kann ich meinen Finger lösen und die anderen Schrauben ansetzen. Ich will jetzt das Display wieder anbringen und beginne dafür mit dem Anschluss für Frontkamera und Hörmuschel. Ich setze das Display erst hochkant an und nehme das Anschlusskabel zwischen die Finger und drücke den Kontakt dann in die Buchse am Logic Board. Danach bringe ich das Display wieder in die ursprüngliche seitliche Position und lege dieses auf der rechten Kante des Gehäuses ab. Anschließend werden alle Kontakte wieder mit den Schutzblechen fixiert. Ich beginne mit dem linken Anschluss. In diesem Schritt schließe ich Homebutton und Displaykabel an. Alle Konnektoren müssen auf jeden Fall mit einem kleinen Klickgeräusch einrasten, ansonsten diese nochmal lösen und noch einmal ansetzen. Sind alle Anschlüsse richtig verbunden, kann ich als allerletztes die Verbindung zum Akku wiederherstellen. Danach fahre ich mit dem zweiten Abdeckblech fort. In diesem Schritt kann ich jetzt das Display wieder zuklappen und zuallererst hake ich die beiden Nasen an der Oberseite des Displays wieder in das Gehäuse ein. Ich muss also das Display mit einer kleinen Linksbewegung einhaken und danach kann ich es ganzflächig herunterdrücken, damit alle Nasen im Gehäuse einrasten und das Gerät ordentlich verschließt. Um die Reparatur dann abzuschließen, müssen nur noch die beiden Pentaloop-Schrauben links und rechts von der Ladebuchse angebracht werden. Dein iPhone ist jetzt repariert und ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Wenn du an einer Stelle doch nicht weiterkommst, kontaktiere mich über die Kommentarfunktion oder auf iDoc.eu. Ich werde dir gerne helfen. In unseren How-To-Videos findest du viele Problemlösungen und Tipps und Tricks für dein iPhone.
Schau dir die Videos an oder besuche uns auf Facebook. Wenn du kein neues Video verpassen möchtest, abonniere unseren Kanal. Bis zum nächsten Mal.